Herzlich willkommen in der John Dewey Abendschule. Mein Name ist Anja Besant, ich bin die Direktorin der John Dewey Forschungsstelle für die Didaktik der Demokratie und ich freue mich, dass Sie wieder bei uns sind. Die Sache, mit der wir uns heute beschäftigen möchten, lässt sich wahrscheinlich am besten zusammenfassen unter der Überschrift Aufsuchende politische Bildung. Das ist ein tolles Thema für die Abendschule, denn aufsuchende Formate sind en vogue. Es gibt ein großes Interesse und auch wir werben immer mal wieder für solche Formate. Aber zu viel Übereinstimmung macht uns auch immer skeptisch. Deshalb wollen wir heute ein bisschen genauer hinschauen. Die Frage, die wir heute in den Mittelpunkt nehmen, lautet deshalb: Sind aufsuchende Formate in der politischen Bildung wirklich so neu? Wo kommen sie her? Und gibt es vielleicht Erfahrungen, auf denen wir aufbauen können? Es ist nämlich tatsächlich nicht so schlau, das Rad immer wieder neu zu erfinden und die Erfahrung der Vorgängergenerationen einfach unberücksichtigt zu lassen. Okay, das ist also die Idee und wir haben dafür auch den idealen Experten finden können. Die heutige Lecture wird gehalten von Klaus Waldmann. Klaus Waldmann war über viele Jahre Bundestutor der Evangelischen Trägergruppe für gesellschaftspolitische Jugendbildung. Er war langjähriger Sprecher des Bundesausschusses politischer Bildung und leitender Redakteur des Journals für politische Bildung. Er arbeitet gern bildungshistorisch und das heißt, dass er, seit er im Ruhestand ist, seine Zeit gern in Archiven verbringt. Wir sind sehr froh, dass es uns gelungen ist, Klaus Waldmann in unserem Auftrag in die Archive zu schicken und freuen uns jetzt, etwas über seine neuesten Erkenntnisse zu erfahren. Also, wie ist das jetzt mit der aufsuchenden politischen Bildung? Hallo und einen schönen guten Tag wünsche ich. Mein Name ist Klaus Waldmann und ich spreche heute zu Ihnen über die Praxis aufsuchender politischer Bildung. Seit ungefähr 10 bis 15 Jahren haben in den Debatten um politische Bildung aufsuchende Formate einen sehr hohen Stellenwert. Das lässt sich auch daran ablesen, dass von der Bundeszentrale für politische Bildung und von einzelnen Landeszentralen spezielle Förderprogramme aufgelegt wurden, um dieses Konzept zu stärken. Ich würde das fast noch stärker machen. Ich würde sagen, aufsuchende Formate, das kann unter unterschiedlichen Überschriften auftauchen. Auch das ganze politische Bildung im ländlichen Raum, da sprechen wir ja auch über aufsuchende Formate. Das scheint im Moment die Lösung für alle Probleme zu sein. Und die Frage ist, ob man sich da nicht zu viel verspricht. Das ist möglich. Ich interessiere mich jedoch weniger für die aktuellen Konzepte. Mein Blick richtet sich auf die Geschichte mobiler Angebote. Was waren jeweils die Motive, unterschiedlichste Lernorte außerhalb von Bildungsstätten für die politische Bildung aufzusuchen und Bildungsprozesse zu arrangieren? Welche Ziele standen dabei im Vordergrund? Welche Formate bestimmten die Praxis? Okay, um mich hier nochmal ganz kurz ins Spiel zu bringen. Ich bin mega gespannt, was sich dazu historisch finden lässt. Aber um die Frage zu bestimmen, was die Vorläufer aufsuchender politischer Bildungsarbeit oder, jetzt ist schon mal der Begriff mobiler politischer Jugendbildung gefallen sind, muss man doch trotzdem eine Vorstellung davon haben, nach was man überhaupt sucht. Was ist das denn, aufsuchende politische Bildung? Aus meiner Sicht ist es das vorrangige Ziel aufsuchender politischer Bildung, Gelegenheiten zu schaffen, in der Lebenswelt potenzieller Teilnehmer adäquate Angebote politischer Bildung zu realisieren. Es sollen Kinder, Jugendliche und Erwachsene angesprochen werden, die aus unterschiedlichen Gründen konventionelle Angebote politischer Bildung nicht wahrnehmen, davon ausgegrenzt sind oder sich ausgegrenzt fühlen. Als Gründe können genannt werden milieubedingte Hindernisse, kulturell gewachsene Blockaden, ideologische Schranken, ökonomische Faktoren und oder räumliche Distanzen. Okay, das habe ich verstanden. Das ist die Perspektive auf die Teilnehmenden.
Es ist einem bei dieser aufsuchenden politischen Bildung offenbar wichtig, die Richtigen zu erreichen und nicht zu warten, bis sie von allein zu einem finden. Aber wie ist diese aufsuchende politische Bildung denn organisiert? In der Regel kooperiert aufsuchende politische Bildung mit Einrichtungen und Initiativen, die in der Lebenswelt der potenziell Teilnehmenden verankert sind. Weiter ist sie bestrebt, längerfristige Bildungsprozesse zu initiieren und Gestaltungskompetenzen zu vermitteln. In die jeweilige Praxis fließen Interessen der Teilnehmenden, der Kooperationspartner und selbstverständlich der Träger politischer Bildung ein. Vielen Dank. Dann weiß ich nämlich jetzt, von was wir ausgehen. Und wir können loslegen mit der Geschichte. Ich bin wirklich gespannt. 2 Vorbemerkungen will ich vorausschicken. Erstens. Die Frage, ob die politische Jugend- und Erwachsenenbildung mit ihren Angeboten die Anführungszeichen Richtigen erreicht, gehört untrennbar zu ihrer Geschichte. Die Frage wird jedoch meist abhängig von Erwartungen und Vorgaben derjenigen, die politischen Bildung fördern, gestellt. So stand beispielsweise in den 1950er Jahren im Vordergrund, Jugendliche zu erreichen, die mit Arbeitslosigkeit und Berufsnot kämpfen. Ende 1970er Jahre und Anfang der 1980er Jahre galt das besondere Interesse Jugendlichen, die angesichts hoher Arbeitslosigkeit und vor dem Hintergrund eines gesellschaftlichen Werdewandels nach Alternativen zu den herrschenden sozialen und ökonomischen Verhältnissen fragten. Gegenwärtig geht es besonders um Jugendlichen, die drohen, in rechtsextremistische Milieu abzudriften oder in Gefahr stehen, sich zu radikalisieren. Okay, Entschuldigung, ganz offensichtlich kann ich mich hier nicht ganz raushalten, sondern quatsch immer mal wieder dazwischen. Aber es ist einfach so spannend, denn das müssen wir uns ja mal auf der Zunge zergehen lassen. Die Frage, an wen sich politische Bildung besonders richtet und für den also deshalb aufsuchende Formate entwickelt werden, wird von denen definiert, die Förderprogramme schreiben. Das ist jetzt nicht besonders erstaunlich, haben Sie sich vielleicht gedacht, aber das halten wir hier erstmal fest und hoffen, dass diese Entscheidungen sozialwissenschaftlich gut informiert getroffen werden. Das ist nämlich keinesfalls sicher. Aber ich will eigentlich gar nicht unterbrechen. Eine zweite Vorbemerkung. Die folgenden Ausführungen beziehen sich nur auf Entwicklung von Jugendarbeit, Jugendbildung und politischer Bildung nach dem Zweiten Weltkrieg in den 3 westlichen Besatzungszonen, in denen die Militärgouverneure der USA, von Großbritannien und Frankreich regierten, sowie auf die Geschichte politischer Jugendbildung in der, in Anführungszeichen, alten Bundesrepublik. Wie sich Jugendarbeit und politischer Bildung in der sowjetbesetzten Zone und der früheren DDR entwickelten, das bedarf eines eigenen Beitrags. Okay, ich verstehe. Das ist für uns hier in Sachsen natürlich ein bisschen schade, aber ich habe verstanden, dass die Archive auch einfach nicht so viel hergeben. Dann legen wir jetzt los. Die Geschichte aufsuchender Ansätze lässt sich aus meiner Sicht für den Zeitraum bis Ende der 1990er Jahre in 3 Phasen aufteilen. Die erste Phase ist dadurch gekennzeichnet, dass Gelegenheiten politischer Jugendbildung in der Lebenswelt Jugendlicher geschaffen werden. In der zweiten Phase, so ab Mitte der 1950er bis Anfang der 1970er Jahre, geht es darum, Strukturen einer längerfristig angelegten politischen Jugendbildung aufzubauen. In der dritten Phase stehen im Mittelpunkt Jugendliche in besonderen Lebenslagen mit politischer Bildung zu erreichen, also so ab Mitte der 1970er Jahre. Zur ersten Phase. Die Anfänge politischer Jugendbildung nach Ende des Zweiten Weltkriegs in Deutschland erfolgten unter der Herrschaft der 4 Besatzungsmächte USA, Großbritannien, Frankreich und Sowjetunion. Diese hatten vereinbart, die zwingend notwendige Entnazifizierung der Bevölkerung mit einer Re-Education oder auch Umerziehung durch demokratische Bildungsarbeit beziehungsweise einer Bildung zur Demokratie zu verbinden.
Auch für Jugendarbeit und Jugendbildung waren diese Vorgaben maßgebend. Es ging um demokratische Erziehung, Fair Play und Citizenship. Also um die Demokratisierung der deutschen Jugendlichen. In der sowjetisch besetzten Zone folgten die entsprechenden Konzepte der Idee, einen neuen Menschen als sozialistische Persönlichkeit zu bilden. Schon bald nach Ende des Krieges gab es auf lokaler Ebene vielfältige Initiativen, trotz immenser sozialer Probleme, für Jugendliche die Möglichkeit zu schaffen, sich zu treffen. In den Westzonen erhielten Kirchen und Sportvereine schon ab Juli 1945 Genehmigungen für den Aufbau von Jugendgruppen. Andere Jugendverbände folgten. Am längsten dauerte es für an politische Arbeit orientierte Gruppen, die wiedergegründet wurden. In der Praxis übernahmen meist Personen, die bis zur Machtübernahme der Nationalsozialisten in den zahlreichen Gruppierungen der bürgerlichen Jugendbewegung oder der Arbeiterjugendbewegung aktiv waren, die Initiative. Die Militärregierungen in den Westzonen, wahrscheinlich auch in der sowjetischen Zone, waren der Überzeugung, dass die politische Bildung sich vor allem an die Gruppe der 16- bis 30-Jährigen richten sollte. Denn die Alliierten befürchteten, dass eine Generation, die ihre Sozialisation vollständig unter der Indoktrination der Nationalsozialisten erlebt hatte, besonders dazu motiviert ist, mit Sabotageaktionen gegen die Besatzungsmächte zu kämpfen. Da haben wir es wieder. Politische Bildung als sicherheitspolitisches Instrument. Ich habe da ja eine gewisse Allergie, wenn ich dieses Muster entdecke. Man muss den Alliierten aber zugutehalten, dass es ihnen tatsächlich um mehr ging als nur um Ruhe und Ordnung. Politische Bildung war also in den Augen der Besatzungsmächte die wichtigste und gleichzeitig schwierigste Aufgabe der Zeit, auch weil sich junge Menschen aus Enttäuschung, aus Apathie oder auch aus Vorsicht kaum mit politischen Themen ansprechen ließen. Ist ja klar, die hatten ja mit eigenen Augen gesehen, wie schnell man auf der falschen Seite stehen kann. Ich frage mich überhaupt, wie man die dann zur Teilnahme motivieren konnte. In den ersten Nachkriegsjahren fanden Veranstaltungen politischer Jugendbildung in provisorischen, zur Verfügung gestellten Räumen statt. Wenige Liegenschaften, die während der Zeit des Nationalsozialismus von der Hitlerjugend genutzt worden waren, wurden für Aufgaben deutscher Akteurinnen von der Militärregierung zur Verfügung gestellt. Ah, ich verstehe. Wenn wir uns mit der Frage oder mit der Geschichte der aufsuchenden politischen Bildung beschäftigen, dann beschäftigen wir uns ja automatisch mit der Frage, wo politische Bildung stattfinden soll. Und in der unmittelbaren Folge des Krieges war das eine herausfordernde Frage, weil es gab schlicht und ergreifend gar keine Räume. Das ist ja spannend. Eine insgesamt fragile Infrastruktur erforderte jedoch, neue Wege zu finden, um andere Lernorte für die politische Bildung zu schaffen. So wurde zum Beispiel in der britischen Zone in Zusammenarbeit von britischen und deutschen Behörden eigenständige Jugendclubs gegründet, insbesondere um Jugendliche anzusprechen, die von den lizenzierten Verbänden nicht erreicht wurden. Grundlegendes Prinzip war, dass die Jugendlichen dem Club eine demokratische, partizipative Struktur gaben. Sie sollten das Programm der Treffen selbst bestimmen und dabei lernen, demokratische Entscheidungen zu treffen. Aus der Sicht der Initiatoren war dies ein wichtiger Schritt auf dem Weg zu einem demokratischen Staatsbürger. Mhm. Und hat es auch geklappt? Nach vorliegenden Berichten fand eine Beschäftigung mit der unmittelbaren Vergangenheit in diesen Clubs nur sehr zurückhaltend und in wohldosierten Impulsen statt. Überwiegend sahen sich die Jugendlichen nicht von persönlicher Schuld belastet und im Rückblick waren viele der Meinung, sei am Nationalsozialismus nicht alles schlecht gewesen. Die Clubs trafen sich üblicherweise in Sitzungsräumen der kommunalen Gremien. Also im Rathaus oder so. Ihre Lebensdauer überschritt jedoch nur in wenigen Fällen den Zeitraum von 2 Jahren. Einerseits waren die Vorbehalte der Jugendlichen gegenüber der gewählten Struktur relativ groß
Und zum anderen scheint mir, dass sie dann doch zu eng an einen formalen politischen Kontext angelegt waren. Okay, also das mit den Clubs hat nicht geklappt. Und gab es noch andere Strukturen? Die Situation Jugendlicher war in den ersten Nachkriegsjahren bis weit in die 50er Jahre durch Flucht, Wohnungslosigkeit, Verlust von einem oder beiden Elternteilen und Arbeitslosigkeit geprägt. Deshalb war es eine zentrale Aufgabe für die Politik, Unterbringungsmöglichkeiten für junge Menschen zu schaffen. Zahlreiche Wohnheime für Jugendliche wurden eingerichtet oder neu gebaut. In diesen Heimen übernahmen Akteurinnen der politischen Jugendbildung die Initiative und schufen Gelegenheiten für Jugendliche, sich regelmäßig, zum Beispiel wöchentlich, zu treffen, um über persönliche und politische Fragen zu diskutieren. Politische Jugendbildung begab sich also an den Ort, an dem Jugendliche sich überwiegend aufhielten. Ah, also da ist sie, die aufsuchende politische Bildung. Bei den Clubs war das ja auch gar nicht wirklich so. Da sollten die Jugendlichen ja in diese kommunalen Räume kommen. Jetzt geht's also erst richtig los. Bei dieser Arbeit bildeten sich Kerngruppen, die sich Strukturen der Mitbestimmung gaben und sich als demokratisches Lernfeld verstanden. Dieser in den ersten Jahren der Nachkriegszeit entstandene Arbeitsansatz wurde bis weit in die 1950er und 60er Jahre fortgeführt und ausgebaut. Ab den 1950er Jahren war dieses Format vor allem in den Lehrlingswohnheimen zu finden, in denen Jugendliche lebten, die in Großbetrieben eine Ausbildung machten. Hier wurden Erfahrungen in der Berufsausbildung und in der Arbeitswelt sowie die Rolle von Lehrlingen in Betrieben und Berufsschulen zu einem zentralen Thema. Das finde ich auch spannend, weil wir ja, wenn wir uns mit der Geschichte politischer Bildung beschäftigen, immer wieder sehen, dass die Verbindung von politischer und beruflicher Bildung so eine Keimzelle bindet, die ganz viel Energie hatte und die dem Bildungsbereich total nach vorne geholfen hat. Wie sah das denn ganz genau aus? Diese Gruppen trafen sich in ihrer freien Zeit, so dass in Verbindung mit den Aktivitäten immer auch Freizeit- und Entspannungsbedürfnisse ausgelebt worden sind. Das scheint mir echt niedrigschwellig angelegt zu sein. Der ein oder die andere würde vielleicht gar nicht politische Bildung dazu sagen. Aus heutiger Sicht ist dieses Format als enge Kooperation zwischen Jugendsozialarbeit und politischer Jugendbildung zu bezeichnen. Nun zu einem anderen Format. Gewerkschaftliche, sozialistische und kommunistische Organisationen, aber auch die evangelische und katholische Kirche ergriffen bald nach dem Kriegsende Initiativen, um politische Bildung insbesondere für IndustriearbeiterInnen zu organisieren. Es gab klassische gewerkschaftliche Seminare, Schulungen in politischer Ökonomie und Tagungen zu sozialpolitischen und volkswirtschaftlichen Themen. In diesem Kontext wurde von der Industrie- und Sozialarbeit der evangelischen Kirche ein Ansatz einer betriebsbezogenen, aufsuchenden politischen Bildung entwickelt. Auch spannend. Wieder ein arbeitsweltbezogener Ansatz, nämlich bezogen auf Industriearbeiterinnen. Gibt es das heute noch? Wie müssen wir uns das genau vorstellen? In Württemberg wurden Beschäftigte größerer Betriebe, zum Beispiel bei Bosch und Daimler-Benz, eingeladen, sich regelmäßig in einem Arbeitskreis zu treffen. Als Orte für die Treffen wurden Nebenräume einer Gaststätte ausgewählt, die sich möglichst nah vor dem jeweiligen Betriebstor befinden sollte. Die Treffen fanden monatlich statt, auch Gruppen für Jugendliche wurden gegründet. Dieses Format dominierte die Bildungsarbeit mit IndustriearbeiterInnen in dieser Region bis Mitte der 1950er Jahre. Die MitarbeiterInnen der kirchlichen Industrie- und Sozialarbeit hatten die Aufgabe, die Verantwortlichen der Arbeitskreise bei Tagungen regelmäßig zu schulen. Die Intention der Arbeit war, die Tätigkeit von Betriebsräten zu unterstützen und die Beziehungen zwischen der Arbeiterschaft und der Kirche zu verbessern.
Den Trägern war es außerordentlich wichtig, dass die Mitglieder der Arbeitskreise weiterhin in der Gewerkschaft aktiv waren. Und um was ging es da so inhaltlich? Inhaltlich standen Erfahrungen und Probleme in den Betrieben, Aspekte der evangelischen Soziallehre, die Auseinandersetzung mit Marxismus und Kommunismus und Fragen der Sozialpolitik im Mittelpunkt. Außerdem wurden zahlreiche Rednerschulungen durchgeführt. Okay, wir befinden uns ja in dieser ersten Phase, also unmittelbar nach dem Krieg. Und ganz offensichtlich will man hier mit Hilfe aufsuchender politischer Bildung zivilgesellschaftliche Institutionen anregen, sich zu entwickeln. Und da hat man ganz besonders die Gewerkschaften im Blick. Ich verstehe das schon. Nun zur zweiten Phase, in der es darum geht, Strukturen einer längerfristig angelegten politischen Jugendbildung aufzubauen. Die Frage der Nacharbeit im Anschluss an Tagungen und Seminare hat in den Berichten über politische Jugendbildung aus den 1950ern und den 1960er Jahren eine herausragende Bedeutung. Offensichtlich war man sich der Grenzen kurzzeitpädagogischer Angebote bewusst. Vermutlich spielten auch Erfahrungen wichtiger AkteurInnen mit längerfristig angelegten Formen der Jugendgruppenarbeit in Jugendverbände beziehungsweise in der bündischen Jugendbewegung in der Zeit der Weimarer Republik eine Rolle. Bündische Jugend, das waren so Pfadfinder und so, da habe ich ein Bild. Aber was waren denn nach dem Krieg typische Formate für solche langfristigen Maßnahmen? Zeltlager, Tagung und Ortsarbeit. Zeltlager waren in ihrer Intention als beteiligungs- und bildungsorientierte Veranstaltungen an attraktiven Orten während der Urlaubszeit der Jugendlichen konzipiert. Tagungen waren ein mit aktivierenden Methoden angereichertes Angebot mit Referaten, Vorträgen und Gruppenarbeit, deren Themen mit interessierten Jugendlichen vorab angesprochen wurden. Die Ortsarbeit war ein Format der kontinuierlichen Begleitung von Jugendlichen, die an Zeltlagern und Tagungen teilgenommen hatten. Insgesamt waren die Verantwortlichen wohl überzeugt, dass von Tagungen allein keine entscheidenden Wirkungen zu erwarten waren. Erst im Rahmen des Gesamtkonzepts seien sie sinnvoll. Okay, ich habe verstanden, dass jetzt in dieser zweiten Phase man viel darüber nachdenkt, wie man nachhaltige Wirkungen hinbekommt und dass so Kurzzeitformate da ganz offensichtlich nicht ausreichen, sondern dass man über langfristigere Strukturen nachdenken muss und damit auch komplexer und langfristiger angelegte Angebote. Und genau da spielt diese Ortsarbeit offenbar eine Rolle, aber ich habe noch nicht ganz verstanden, was diese Ortsarbeit ist. Zwar richtete sich die Ortsarbeit als wichtiges Element der Industriejugendarbeit vorrangig an die Teilnehmenden der Zeltlager und Tagungen, doch darüber hinaus sollten weitere Jugendliche angeworben werden, um den Wirkungsbereich der Arbeit zu erwähnen. Geworben wurde in Schulklassen, an Berufsschulen, bei Ansprachen, in Betriebsversammlungen und in Lehrwerkstätten mit Handzetteln und der Verteilung von Einladungen über JugendvertreterInnen und KlassensprecherInnen. Für die Arbeit vor Ort waren jeweils Teamer zuständig, die über ein bundesweites Jugendarbeitsprogramm des Bundesjugendplans für Studierende finanziert wurden. Zum Konzept gehörte, dass die Teamer für eine bestimmte Zeit an den Wohnorten der Jugendlichen lebten. Puh, ganz schön aufwendig, ne? Die Arbeitskreise selbst bezeichnete man als informell dynamische Gruppen, die sich je nach Interessen in verschiedene Arbeitsgruppen aufteilten. Informell dynamisch. Interessante Bezeichnung. Klingt wie Open Space. Auch diese Treffen fanden überwiegend in Nebenräumen von Gaststätten, aber auch in Wohnräumen der Teamer statt. Informell dynamisch bedeutet, dass die Arbeitskreise keine ständigen Mitglieder hatten. Es herrschte eine gewisse Fluktuation bei den Treffen, jedoch bildete sich meist eine Kerngruppe, die sich partizipativ um die inhaltliche Gestaltung der Treffen kümmerte.
Die Treffen der Arbeitskreise und auch der Arbeitsgruppen waren durch zwanglose Gespräche, zum Beispiel über Wohnungssorgen, über Lebensplanung, Kindererziehung, Beziehung und Sexualität, Freizeitgestaltung, politische Tagesereignisse und betriebliche Erfahrungen geprägt. Das ist wirklich lebensweltorientiert. Wenn Bedarf bestand, wurden auch Kontakte zu Tanzlehrerinnen hergestellt, die einen Tanzkurs für die Mitglieder des Arbeitskreises anboten. Politische Debatten wurden meist von den Teamern angesprochen. Insgesamt war das Ziel, die alltägliche Lebenswelt der Jugendlichen zu analysieren und ihnen transparent zu machen, sowie dazu beizutragen, individuellen Rückzug und eingeschränkte Lebensperspektiven zu überwinden. Vor allem sollten Möglichkeiten eröffnet werden, ihr eigenes Leben in der Industriegesellschaft zu gestalten. Also die Jugendlichen sollten sich ihrer gesellschaftlichen Situation bewusst werden und dazu ermutigt werden, sich in Betrieb und Umwelt zu engagieren. Es geht also um die Förderung von Partizipationsbereitschaft. Und um das zu erreichen, setzt man wirklich recht komplex an. Die Frage, die ich habe, ist, war das denn durchzuhalten? Als Mitte bis Ende der 1950er Jahre die Mittel für die politische Bildung im Bundesjugendplan deutlich erhöht wurden, waren Voraussetzungen geschaffen, mehr JugendbildungsreferentInnen hauptamtlich anzustellen. Das Konzept der Ortsarbeit wurde zur Bereichsarbeit in einer Region ausgebaut und in einem System von Clubabenden, vierteljährlichen Tanzabenden, Wochentagungen, offenen Abenden, Seminaren, Sommer- und Winterkursen sowie Tagungen für AusbilderInnen erweitert und fortgeführt. Vergleichbare Ansätze gab es auch bei anderen Trägern der politischen Jugendbildung wie Arbeit und Leben, der Arbeitsgemeinschaft katholisch-sozialer Bildungsstätten und dem Arbeitskreis deutscher Bildungsstätten. Toll, den Begriff Ortsarbeit merke ich mir mal. Zur dritten Phase. Jugendliche und Erwachsene in besonderen Lebenslagen mit politischer Bildung erreichen. Erst ab den 1970er Jahren finden sich in der Literatur zur politischen Bildung wieder mehr Beiträge zu Ansätzen aufsuchender Arbeit. Hintergrund war, dass Mitte des Jahrzehnts die Arbeitslosigkeit Jugendlicher deutlich anstieg und SchulabgängerInnen, insbesondere aus Haupt- und Sonderschulen, massive Probleme hatten, einen Ausbildungsplatz zu finden. Als Reaktion auf diese Entwicklung legte das Bundesministerium für Familie, Jugend und Gesundheit ein Modellprogramm zur Förderung politischer Jugendbildung und der Jugendsozialarbeit für arbeitslose und von Arbeitslosigkeit bedrohte Jugendliche auf. Mit zahlreichen Projekten beteiligten sich Träger der politischen Jugendbildung an diesem Modellprogramm und realisierten mit einer Laufzeit von jeweils 3 Jahren zahlreiche aufsuchende Ansätze. Okay, das ist, was wir vorhin schon mal gehört haben. Die Fördermittelgeber entscheiden darüber, wenn es solche Modellvorhaben gibt. Es hängt also davon ab, ob solche Programme ausgeschrieben werden. Hierzu einige Beispiele. Das Projekt von Arbeit und Leben Hessen im Quartier Frankfurter Berg in Frankfurt am Main startete mit Gesprächen mit SozialarbeiterInnen, die im Stadtteil bzw. in benachbarten Quartieren arbeiteten. Es folgte eine Stadtteilanalyse, die sich mit Sozialstruktur und Wohnverhältnissen im Quartier, mit der Lebenslage Jugendlicher, mit Cliquenstrukturen im Stadtteil und mit den Angeboten für Jugendliche befasste. Kontakte zu VertreterInnen sozialer Einrichtungen und Schulen wurden aufgenommen. In einer ersten Phase wurden Seminare zu Problemen der Lehrstellensuche, zu Rechten von Lehrlingen und zu Bewältigungsstrategien von Arbeitslosigkeit mit SchülerInnen aus Abgangsklassen von Sonder-, Haupt- und Realschulen durchgeführt. Danach gelang es im Quartier, eigene Räume zur Verfügung gestellt zu bekommen. Gemeinsam mit Jugendlichen wurden die Räume renoviert. Diese Räume wurden der Ort, an dem sich regelmäßig mehrere Arbeitsgruppen trafen. Die Wohngruppe beschäftigte sich mit den Wünschen der Jugendlichen, selbstständig zu werden.
Die Fahrradgruppe befasste sich mit menschenfreundlicheren Formen des Verkehrs am Beispiel des Programms Kommunales Fahrrad. Eine Energiegruppe fragte nach alternativen Lebensbedingungen und baute zum Beispiel Sonnenkollektoren. In der Mädchengruppe standen geschlechterbezogene Themen im Zentrum. Aua. Aber so fing es eben an. Schließlich wurde versucht, Eltern und Mieter in die Bildungsarbeit einzubeziehen, um sich gemeinsam mit den Lebensbedingungen im Sozialraum und für Verbesserung der Verhältnisse im Quartier zu beschäftigen. Eine Gruppe arbeitsloser Jugendlicher baute schließlich eine Beschäftigungsinitiative auf, die anbot, Wohnungen zu renovieren. Auch wieder beeindruckend, umfassend, komplex. Ist das ein Einzelfall, ein besonders gelungenes Beispiel oder gab es sowas öfter? Ein weiteres Beispiel. Nach Gesprächen eines Jugendbildungsreferenten der Evangelischen Akademie Bad Boll mit Mitarbeitenden der Gesellschaften für mobile Jugendarbeit in Stuttgart fiel die Entscheidung für ein Projekt im Stadtteil Stuttgart-Roth. Die Realisierung dieses Vorhabens lehnte sich an das Arbeitsprinzip der mobilen Jugendarbeit an, mit einer Clique von Jugendlichen aus dem Stadtteil über einen längeren Zeitraum zu arbeiten. Die Jugendlichen aus einer Clique wurden bei einem Stadtteilfest im Park des Stadtteils mit verschiedenen Aktionen angesprochen, bei denen es auch kleine Preise zu gewinnen gab. Die Einladung an die Clique nach dem Stadtteilfest ins Clubhaus der Kooperationspartner nahm zunächst lediglich ein Jugendlicher wahr. Auch wieder extrem aufwendig. Und witzig finde ich das Wort Clique. Er sollte wohl erkunden, was man sich als Clique davon versprechen kann, sich auf das Projekt einzulassen. Zum zweiten Termin trafen dann alle zu dem Zeitpunkt aktuellen Mitglieder der Clique im Clubhaus ein und nach gegenseitigem Kennenlernen und dem Austausch über Erwartungen wurde aus den Mitgliedern einer Clique ein partizipativ strukturierter Club. Ein Aspekt war sicherlich dabei, dass die Gruppe nun einen Anspruch auf einen wöchentlichen Abend im Clubhaus hatte. Aha, Zugang zu Räumen als Ressource. Das merken wir uns mal. Bei den Treffen am Freitagabend wurde abwechselnd von einer Kochgruppe Essen zubereitet und anschließend bzw. parallel dazu war Disco. Die wöchentlichen Treffen des Clubs waren einerseits der Raum, in dem alle Aktivitäten für die auf 3 Jahre angelegte Arbeit gemeinsam geplant wurden und andererseits waren sie der Raum für informelle Treffen, bei denen meist über aktuelle Erlebnisse der Jugendlichen, aktuelle politische Ereignisse geplaudert oder auch nur gemeinsam gespielt wurde. Die Arbeit mit dem Club folgte der Intention, die Jugendlichen beim Übergang von der Schule in eine berufliche Ausbildung oder weiterführende Schule zu begleiten und das Konzept einer lebensweltbezogenen politischen Bildung zu realisieren. Praktisch bedeutete das Clubabende mit Projekttagen im Stadtteil, mit Seminaren in Bildungsstätten, mit Exkursionen, mit Fahrten in den Sommerferien und mit Besuchen anderer Projekte eines bundesweiten Projekts zu kombinieren. Die Themen für die Seminare und gelegentlich für die Clubabende sowie Ziele für Exkursionen wurden überwiegend nebenbei in Gesprächen an Clubabenden gefunden. Über Orte und Programme der Fahrten in den Sommer- und Weihnachtsferien wurde in Planungsrunden entschieden. Die durften also wirklich mitentscheiden. Inhaltlich ging es meist um Organisation und Mitbestimmung im Club und Clubhaus, um Analysen mit Video und Foto im Stadtteil und in benachbarten Quartieren, um berufliche Orientierungen, um Erfahrungen in der Schule, um sämtliche lebensphasenbezogenen Fragen der Jugendlichen und um aktuelle politischen Entwicklungen sowie um Möglichkeiten, eigene Interessen zu vertreten. Okay, insgesamt fällt mir jetzt aber schon auf, dass sich diese aufsuchenden Angebote immer irgendwie um die Arbeitswelt drehen. Entweder sind sie in die berufliche Bildung integriert, in die Industriearbeit oder aber setzen sie an dem Umstand, dass junge Menschen keine Arbeit haben. Nun ein Beispiel aus einer ländlichen Region. Die Mitarbeitenden
der evangelischen Bildungs- und Freizeitstätte Kastellaun im Hunsrück betrachteten die Effekte von kurzzeitpädagogischen Seminaren mit arbeitslosen Jugendlichen als völlig unzulänglich. Deshalb richteten sie einen Treffpunkt für Jugendliche in der Kreisstadt ein. Doch es zeigte sich sehr schnell, dass der Treff kein Angebot für Jugendliche aus den umliegenden Dörfern war. Deshalb entschieden sich die Mitarbeitenden, nach Treffpunkten junge Menschen in den Dörfern zu recherchieren. Es zeigte sich, dass es in mehreren Dörfern sogenannte Backesclubs gab. Der Name der Clubs leitete sich von den vormals von der Dorfgemeinschaft genutzten Backhäuschen ab, deren aktuell leerstehenden Räume von den Kommunen der Dorfjugend für ihre Treffen überlassen worden waren. In Gesprächen mit Jugendlichen und Vertretern der Kommunen wurde schnell deutlich, dass es um diese Treffen in den Gemeinden häufig Stress wegen Lärmbelästigung und im Hinblick auf Sauberkeit und Ordnung in den Räumen gab. Zudem beschwerten sich die örtlichen Vereine, dass die Jugendlichen eigene Räume erhielten und dadurch nur wenige Mitglied in den bestehenden Vereinen wurden. Außerdem ließen die Jugendlichen erkennen, dass ihre Interessen doch über regelmäßige Treffen in der, in Anführungszeichen, Ersatzkneipe und gelegentlichen Partys hinausreichten. Vor diesem Hintergrund wurde das Konzept von Treffmobil als lebensweltorientierter politischer Jugendbildung erarbeitet. Ein zentraler Aspekt dabei war für die Jugendlichen, dass die BildungsarbeiterInnen anerkannten, dass die Jugendlichen ihre Freizeit im Club verbringen. Doch ebenso wichtig war ihnen, dass sie bei der Vertretung ihrer Interessen und dabei den Backesclub in der Kommune zu etablieren, unterstützt wurden. Wichtige Schritte dabei waren, dass die Clubs sich eine partizipative Struktur gaben, dass Verträge mit den Kommunen über die Nutzung der Räume abgeschlossen und Regeln für die Nutzung vereinbart wurden. Bei den regelmäßigen Treffen mit den BildungsarbeiterInnen in den Clubs entstanden Ideen zur Beschäftigung mit Themen, die die Jugendlichen interessierten, zu Veranstaltungen in der Gemeinde sowie Vorschläge zu Themen bei Wochenendseminaren, die auch gemeinsam mit Clubs aus anderen Nachbargemeinden durchgeführt wurden. Also Treffmobil förderte die Selbstorganisation der Jugendlichen, regte die Beschäftigung mit aktuellen gesellschaftlichen Fragen an und beriet die Jugendlichen in ihren Gestaltungsansprüchen in der Kommune. Cooles Projekt. Ich habe es gegoogelt, das gibt es sogar immer noch. Man glaubt gar nicht, dass das so alt ist. Einige weitere Formate sollen nur noch stichwortartig erwähnt werden. Aus Bildungsurlaubsveranstaltungen für Arbeitslose entstanden zum Beispiel in Bremen und auch an anderen Orten Treffs für Arbeitslose, die ihre Bildungsarbeit selbst organisierten. In Augsburg wurde in der Nähe von Haupt- und Berufsschulen ein Infoladen eingerichtet, in dem sich jeweils in der Mittagspause SchülerInnen trafen, aber auch in dem Tagesveranstaltungen stattfanden und aus den Treffen in den Mittagspausen Ideen für Seminare hervorgingen. In Frankfurt Höchst richteten verschiedene Bildungsträger vor den Toren eines Großbetriebes ein Jugendzentrum für Auszubildende ein, um eine längerfristig angelegte Arbeit mit Teilnehmenden von Bildungsurlaubsveranstaltungen zu ermöglichen. Wow, das klingt so leicht. Da werden ganze Einrichtungen aufgebaut, um näher an den Jugendlichen dran zu sein und ihre Ideen aufschnappen zu können. Ich bin wirklich beeindruckt. Ich hoffe, ich konnte zeigen, dass die politische Bildung mit enormer Kreativität, vielfältiger Ansätze einer aufsuchenden Arbeit im Lauf der Zeit entwickelt hat. Ein wichtiges Merkmal dabei ist, dass aufsuchende Formate meist mit Formaten in Bildungsstätten kombiniert wurden. Ein weiterer Aspekt ist, dass sich die politische Bildung immer auf offene Lernsituationen einlassen musste. Allerdings ist auch festzuhalten, dass viele dieser Formate in der Frühphase der Entwicklung des Arbeitsfelds und nur auf Grundlage einer großzügigen Auslegung
von Förderrichtlinien realisiert werden konnten. Das habe ich mich beim Zuhören immer wieder gefragt, ob wir uns das heute noch in dieser Form leisten wollen würden. Also ich ja, aber angesichts der Förderstrukturen scheinen mir auch die langzeitpädagogischen Ansätze, die hier vorgestellt worden sind, heute kaum noch realisierbar zu sein. Das ist eigentlich bitter. Außerdem ist zu beachten, dass die meisten der ab den 1970er Jahren praktizierten Ansätze im Rahmen von Modellprojekten unter den Bedingungen begrenzter Laufzeiten durchgeführt wurden. Zum Abschluss möchte ich unterstreichen, dass die außerschulische politische Bildung immer bestrebt war, längerfristige und wirksame Bildungsprozesse zu organisieren, offen für intensive Kooperationen mit anderen Handlungsfeldern war, zum Beispiel Jugendsozialarbeit, soziale Arbeit, Schulen, Betriebe, und die Stichworte Lebenswelt, Sozialraum und Subjektorientierung, wenn auch teilweise noch nicht in der gegenwärtigen Ausformulierung, zentrale Aspekte konzeptioneller Debatten waren. Ja, das ist wirklich deutlich geworden. Manche denken ja, dass Subjekt- und Lebensweltorientierung irgendwie neue Ideen sind und dass das früher ganz anders gemacht worden ist. Aber da sieht man mal, wie lang man zurückgehen kann und Beispiele dafür findet. Wir sollten diese Beispiele ernst nehmen und aus ihnen lernen. Das Stichwort Ortsarbeit will ich in dem Zusammenhang nochmal ins Gedächtnis rufen und doch auffordern, darüber nachzudenken, was das heute sein könnte. Vielen Dank.